Wir sind heute bei Helping Hands, einer Beratungsstelle für Fremdenrecht. Eine der ganz wenigen Beratungsstellen, wo Leute auch zum Fremdenrecht sich gratis beraten lassen können. Und haben die Freude, mit Peter Mahol zu sprechen, dem Leiter dieser Beratungsstelle, insbesondere über ein Thema, das viele Leute beschäftigt, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben und im Gefängnis sind, nämlich wie geht's weiter? Also auch wenn sie die Strafe abgesessen haben, wir haben öfter mal so Briefe, wo es dann heißt, ich möchte aber dann gerne in Österreich bleiben. Wovon hängt das ab, ob man bleiben kann oder nicht, um es mal ganz allgemein zu formulieren? Die erste Frage wird sein, gibt es ein Aufenthaltsrecht in Österreich oder war ich bestenfalls zu touristischen Zwecken hier? In einem Fall, also wenn es kein Aufenthaltsrecht gibt, werde ich ausreisen müssen, ziemlich rasch ausreisen müssen, weil es ja keine rechtliche Grundlage für den Aufenthalt gibt. Wenn es ein Aufenthaltsrecht gab, ein längerfristiges Aufenthaltsrecht gab, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das BFA als Fremdenpolizeibehörde bei Kenntniserlangung einer Verurteilung ein aufenthaltsbeendendes Verfahren einleitet. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn es zu einer Verurteilung von zumindest 3 Monaten unbedingt oder zumindest 6 Monaten bedingt bzw. teilbedingt kommt, dann wird dieses Verfahren amtswegig eingeleitet und das BFA prüft an sich 2 Kriterien gegeneinander. Gibt es eine Gefährdungsprognose? Das kommt aus dem Unionsrecht. Innerösterreichisch haben wir früher Kataloge gehabt, mit der und der Verurteilung gibt es die und die aufenthaltsbeendende Maßnahme mit dem Verbot, mehrere Jahre wieder einzureisen. Nach dem Unionsrecht muss sie eigentlich in jedem Fall individuell geprüft werden, ob der weitere Aufenthalt dazu geeignet ist, die öffentliche Ordnung und Ruhe und Sicherheit zu stören. Wenn das BFA zum Ergebnis kommt, ja, das ist so, müssen sie noch gegen die Integration, also Dauer des Aufenthalts, Familienleben, einfach soziale Bindungen, soziale Netze prüfen und kommen dann zu einem Ergebnis, entweder es gibt keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, das war, weiß nicht, Notwehrüberschreitung, ich komme nicht jeden Tag in eine Wirtshausrauferei und stellen gleich ein, oder sie sagen, naja, eine gewisse Gefährdung ist schon da, oder es sind vielleicht Vorstrafen da, wir haben mitbekommen, sie schlagen gerne zu, das wollen wir hierzulande nicht. Dann ist die zweite Frage, ist in einer Abwägung gegenüber einem bestehenden Privat- und Familienleben quasi das öffentliche Interesse höher als das private Interesse. Wenn Sie jetzt meinen, naja, das private Interesse, langjähriger Aufenthalt, erste Verurteilung ist schon recht hoch, stellen Sie wieder ein, dann bekomme ich als Betroffener möglicherweise eine Ladung, wo ein Fremdenpolizeibeamter mir quasi mit dem erhobenen Zeigefinger mitteilt, tun Sie das nie wieder, das nächste Mal werfen wir Sie raus. Dann sage ich, ja, ich tue das nie wieder und die Geschichte ist vorbei. Es kann in diesem Rahmen, wenn ich auch schon daueraufhältig bin, also einen Titel habe, Daueraufenthalt EU oder im Unionsrecht Daueraufenthaltskarte, dass dann die Behörde die sogenannte Rückstufung prüft. Das geht dann eigentlich von der Aufenthaltsbehörde aus, die Behörden reden schon miteinander, wo die sagen, naja, Aufenthaltsbeendigung ist das noch keine, aber quasi als Verwarnung nehmen wir Ihnen das dauerhafte Aufenthaltsrecht weg, stufen Sie auf einen gewöhnlichen befristeten Titel zurück, dann wäre im Fall einer weiteren Verurteilung die Aufenthaltsbeendigung einfacher, weil dann quasi dieser Prüfrahmen, die Hürde gesenkt wird und dann passiert mir fremdenpolizeilich nichts, aber ich habe einen schlechteren Titel mit weniger Rechten. Das heißt aber eigentlich, dass
de facto so gut wie immer so ein Verfahren eingeleitet wird, weil wer geht denn weniger als 3 Monate ins Gefängnis, ne? Die andere Frage eben mit den konkreten Abläufen, also gibt es da Möglichkeiten, Einspruch zu erheben, hat es einen Sinn, eine Rechtsberatung zu haben und so weiter und so fort? Natürlich gibt es ein Verfahren, wobei es gibt schon Erstverurteilungen mit 2 Monaten bedingt. Das sind die, wo ich als österreichischer Staatsangehöriger wahrscheinlich mit so gut wie nichts rausgehe. Wenn ich verdächtiger Rechtsstaatsbürger bin, kriege ich 2 Monate bedingt. Und dann würde nichts geschehen. Sonst leitet die Fremdenpolizeibehörde, also das BFA, das Verfahren ein. Ich bekomme ein Briefchen mit dem meistens kurzen Titel Parteiengehör. Der formale lange Titel, was auch draufstehen kann, ist Verständigung vom Ergebnis der Beweisaufnahme. Da teilt mir die Behörde mit: Wir haben uns die Situation angesehen, wir kommen zu dem und dem Ergebnis, wir wollen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme erlassen. Sie haben jetzt 2 Wochen Zeit, uns Ihre Sicht der Dinge zu erklären. Meistens ist ein sehr langer Fragenkatalog dabei, der an sich aus dem Asylrecht kommt. Da geht es auch darum, können Sie zurückkehren, werden Sie im Herkunftsland verfolgt. Wenn das alles nicht der Fall ist, ich muss mich keineswegs an diesen Katalog halten, sondern ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Familienleben, Privatleben, soziale Verankerung. Und dann prüfen die eben weiter und sagen Aufenthaltsbeendigung, ja oder nein. Es kann auch hier zu unterschiedlich weitreichenden Entscheidungen kommen. Die Minimalvariante wäre eine sogenannte Rückkehrentscheidung. Das ist an sich nur die Aufforderung, wenn du Österreich verlassen kannst. Solange ich das nicht kann, weil ich in Justizgewahrsam bin, ist es klar, dass es nicht geht. Aber sobald ich Österreich verlassen kann, habe ich auszureisen. Theoretisch kann ich 1 Meter nach der Grenze am Absatz kehrt machen und wenn ich eine Grundlage habe, wiederzukommen, komme ich wieder. Wenn ich nicht habe, natürlich nicht. Mit dem relativ jungen Fragezeichen, ob das geht, da müssten wir prüfen, hat diese Rückkehrentscheidung einen Eintrag im Schengener Informationssystem nach sich gezogen? Wenn ja, darf mich eigentlich jeder andere Schengen-Staat, und wenn ich nicht gerade in Schwächert lande, wird die Schengen-Außengrenzkontrolle nicht in Österreich stattfinden, der diesen Schengen-Eintrag sieht, also der Staat kann sagen, na, also irgendwas ist da passiert, wir lassen Sie lieber nicht rein, dann müsste ich mich über die österreichische Vertretungsbehörde mit den österreichischen Behörden in Kontakt setzen, dass die das Einschränken, Aussetzen, Aufheben. An sich gibt es eine dem ganzen Schengen-Regulierungsapparat vorgesehene Überprüfung, jedenfalls alle 3 Jahre, auch wenn ich nichts tue. Und die Rückkehrentscheidung wird in Österreich tendenziell nicht erneuert. Viele Rückkehrentscheidungen werden gar nicht eingetragen, aber ich weiß es nicht. Ich müsste über ein Formular, das man witzigerweise auf der Homepage der Datenschutzbehörde findet, eine Anfrage an den Polizeiapparat stellen, was steht denn im sogenannten NSIS, also im nationalen SIS-Register über mich, dann weiß ich, kann ich zurückgewiesen werden an der Grenze oder nicht. Weitergehend wäre, wenn die Behörde jetzt meint, da gibt es mehrere Verurteilungen, wir halten dich für einen bösen Menschen, dass aufbauend auf der Rückkehrentscheidung ein Wiedereinreiseverbot, das heißt Einreiseverbot für mehrere Jahre erlassen wird. Da gibt es quasi je nach Delikt 2 Stufen, bis zu 5 Jahre, bis zu 10 Jahre. In bestimmten Fällen, also keine Ahnung, Terrorismus, Massenmord, whatever, könnte auch ein unbefristetes Verbot verhängt werden. Ob das unionsrechtlich überhaupt zulässig ist, ist ein anderer Kaffee.
Was wir in der Praxis sehen, ist so alles Mögliche zwischen 3 und 10 Jahren, würde ich jetzt meinen. Dann darf ich diesen Zeitraum nicht wiederkommen und dieser Zeitraum beginnt mit der Ausreise. In der früheren Rechtslage war es mit Rechtskraft. Da konnte es passieren, dass ich die 5 Jahre in Strafhaft gesessen bin und damit lief das Verbot ab, bevor ich jemals ausreisen konnte. Jetzt ist die Regelung diese Frist läuft ab Ausreise. Und kann man dagegen was tun? Kann man Einspruch erheben? Hat man da irgendeine Chance? Nach dieser ersten Stellungnahme bekomme ich einen Bescheid. Wenn die jetzt sagen, sie müssen raus, sie dürfen den Zeitraum X nicht wiederkommen, bekomme ich einen Bescheid und habe 4 Wochen Zeit, dagegen Beschwerde einzubringen. Da wäre es klug, rechtlichen Beistand zu suchen, weil das Niveau unserer Fremdenpolizeibehörden ist ja schon ein recht rustikales. Die werfen mir da sehr schnell sehr viel nach, wogegen ich im Verfahren noch etwas tun kann. Wenn ich nicht dagegen vorgehe, wenn das rechtskräftig wird, dann ist es im Rechtsbestand und natürlich viel schwerer später zu relativieren und wegzubekommen. Also ja, ich sollte mit rechtlichem Beistand, mit Unterstützung, wenn jemand zusammenträgt, was habe ich alles quasi an Integration in Österreich nachzuweisen, war ich im Fußballverein tätig, in irgendwelchen anderen Clubs und Vereinen, habe ich mich irgendwie gesellschaftlich nützlich gemacht, habe ich eine Ausbildung abgeschlossen und könnte damit, sobald ich das wieder darf, ein vernünftiges Erwerbseinkommen erzielen, ist gerade bei Vermögensdelikten ein Thema, ob jetzt die Polizei sagen kann, naja, sie sind mittellos, also wir meinen, sie verschaffen sich die Mittel auf illegitimem Weg, und ich kann dem entgegenhalten, mein ehemaliger Arbeitgeber nimmt mich wieder, der wartet auf mich, ich habe andere Jobangebote, ich bin keineswegs mittellos, ich kann meinen Alltag quasi aus legalen Quellen finanzieren. Das mache ich geltend, dann kommt es meistens zu einer mündlichen Verhandlung. Die Verwaltungsgerichte, in dem Fall das Bundesverwaltungsgericht mit Außenstellen in Wien, Graz, Linz und Innsbruck, allerdings nach Herkunftsregionen aufgeteilt. Also es kann sein, dass ich aus Wien nach Innsbruck verbracht werde, hat an sich den Auftrag, sich ein persönliches Bild zu machen. Wenn ich dort ein vernünftiges Bild abgebe, hilft das natürlich auch. Und dann entscheidet ein Verwaltungsrichter darüber, bleibt das Verbot bestehen, wird es herabgesetzt, wird es aufgehoben, und ich sollte das nicht unvertreten tun. Eine letzte Frage, glaube ich, außer du hast da noch was Wichtiges, was du sagen willst. Wie ist das bei Leuten, die Asyl- oder subsidiärschutzberechtigt sind? Ist das anders? Es wird auch das BFA als Asylbehörde tätig werden. Die können bei bestimmten schwerwiegenden Vergehen ein Aberkennungsverfahren führen. Ich verliere dann so die Rechte aus dem Asylstatus, aus dem Schutzstatus. Es wird aber gesondert geprüft, ob eine Rückkehr ins Herkunftsland zumutbar ist. Wenn die Behörde meint, ja, die Lage ist ohnehin nicht mehr so heiß, dann stellen sie fest, dass es eine Rückkehrentscheidung außer Landesbringung zulässig ist und die Rückkehrentscheidung wird erlassen. Wenn die Schutzgründe weiterhin bestehen, wäre ich danach geduldet und kann mit dieser Duldung nach Aberkennung eines asylrechtlichen Status mit Beschäftigungsbewilligung weiterhin arbeiten. Wenn ich einfach mangels Dokumenten bei ungeklärter Herkunft aus faktischen Gründen nicht abgeschoben werden kann, werde ich zwar auch geduldet, allerdings habe ich mit dieser Duldung zweiter Klasse keinen
Arbeitsmarktzugang. Also da wartet die Behörde drauf, komm, geh bitte einbrechen, wir wollten immer schon sagen, wir haben es ja schon gewusst. Also die Situation ist absurd, wovon sollen die Leute leben, aber ich habe vor vielen Jahren ein an sich irres Verfahren geführt, die ganze Familie steht im Staatsbürgerschaftsverfahren, werden nach Österreich, bis auf eines der Kinder. Da hat der junge Erwachsene eine Straftat begangen, war aber schon aus der früheren Staatsbürgerschaft entlassen, also konnte nicht mehr ausreisen. Da hat die Fremdenpolizeibehörde zuerst gesagt, na, bemühen Sie sich, vielleicht kriegen Sie die Staatsbürgerschaft zurück. Der betroffene Staat hat irgendwie empört gemeint, also zuerst wollte, dass wir ihn entlassen, jetzt soll man wieder nehmen, wir sind keine Drehtür. Der war dann da, durfte quasi nicht erwerbstätig sein und hat dann kunstvoll mit einem Verwandten die Zwei-Mann GmbH gegründet, wo er quasi als Co-Geschäftsführer, handelsrechtlicher Geschäftsführer der Zwei-Mann GmbH als gelernter Maler und Anstreicher nicht nur im Büro saß, sondern auch seinen eigentlichen Beruf ausgeübt hat. Und dann gab es noch eine zweite an sich Bagatellverurteilung und das ganze Verfahren hat 10 Jahre gedauert, bis wir ihn wieder in einem soliden Aufenthaltsrecht hatten, mit dem er quasi seinen Alltag in Österreich sinnvoll argumentieren kann. Das wäre also ohne Unterstützung der Familie nicht gegangen.